Mal schauen, was das wird. Vollen Krawall auf dem Pinsel. Jo. Und den rechten Curb, den kann man so richtig mitnehmen. Ich bin schon lange nicht mehr mit einem Serienauto über die Nordschleife gefahren. Die arbeiten schon relativ viel im Vergleich zu den anderen. Ich freue mich, euch jetzt auf eine Runde mitzunehmen. Einmal über die Nordschleife. Mal gucken, ob ich noch ein paar schöne Sachen erzählen kann. Mal schauen, was das wird. Ja. Mein Lenkrad ein bisschen runternehmen. Auf geht's. Fahren wir mal eine Runde. Fährst du mit der Kiste mit? Okay. So, es geht jetzt hier in die Einfahrt, bei der Touristeneinfahrt in die Nordschleife hinein. Das ist ungefähr auf halber Höhe der Döttinger Höhe. Und dann lassen wir hier mal ein bisschen das Gas laufen. Noch sind die Reifen etwas kalt. Hier unter der Brücke fährt man möglichst mittig durch, um dann beim Tiergarten hier rechts in die Senke zu gehen. Durch die Kompression durch, das Auto leicht links anzulehnen. Kurz den Bremser mitnehmen. Und jetzt kommt so eine Ecke, da muss man wirklich jeden Zentimeter der Strecke ausnutzen, um hier tatsächlich auch mit den Curbs ein bisschen zu spielen. Dann wird dieses S hier ein bisschen geschmeidiger. Kurzes Anbremsen, Ecke rechts. Und dann lassen wir den Wagen gehen. Richtung Sabine-Schmitz-Kurve. Hier diese neu benannte Kurve nach der Sabine-Schmitz. Das ist quasi die Einfahrt in die Nordschleife, die eigentliche Runde in Richtung Hatzenbach. Um hier auf dieses 2-Kilometer-Schild grob zuzuhalten, einen ganz kurzen Stabilitätsbremser, das Auto reinlegen in die Ecke und dann diesen einen schönen Schwung durchnehmen. Und hier ein bisschen eckig fahren, durchaus gerade reinbremsen, kurz links anlegen. Jetzt kommt eine Doppelrechts, die man möglichst in einem Lenkradeinschlag durchfahren sollte. Dann kommt man hier sauber rechts an, kann das Auto umsetzen. Hier muss man einmal kurz zwischenbremsen. Diesen Curb nehme ich für gewöhnlich nicht mit, der ist mir zu hoch, macht das Auto nur unruhig. Dann ist das grobe Schild 3 Kilometer hier, spät in den Hocheichen hinein, sodass man hinten raus sauber das Auto gehen lassen kann. Wir lassen mal den hinter uns durch. Jawohl. Gehen dann hoch in Richtung Quiddelbacher Höhe. Über die Kuppe drüber. Kurz leicht anbremsen, auch das ist eine Doppelrechts, die man in einem Lenkradeinschlag sauber nimmt. Wichtig ist, dass man am Ende hier schön ankommt. Dann kann man den ganzen Schwung mitnehmen in Richtung Schwedenkreuz, um dann hier einfach mit Schwung dieses ganze Bergabstück hier mitzunehmen. Über die Kuppe noch drüber. Dahinter kurz anbremsen, ungefähr beim 5-Kilometer-Schild fängt man an, sich abzusetzen, um das Auto dann weich hier links anzulehnen und dann hier in einer geraden Linie runter zu bremsen. Armberg, eine ganz blöde Ecke, weil man extrem späten Scheitel hier unten hat, aber dann ist man in einer perfekten Position für die Einfahrt in die Fuchsröhre. Rechts zum Posten 93 und dann kann man hier wie so eine Flipperkugel zwischen den Curbs sich runterflippern lassen in Richtung Fuchsröhre. Unten muss man dann ein bisschen mitgehen. Okay, oben rechts ran. Den neuen Curb bitte nicht mehr mitnehmen, der ist einfach zu hoch. Und die Einfahrt in den Adenauer Forst, ich persönlich fahre sie relativ eckig, schnurgerade rein, auf die gelbe Leitplanke zu. Lieber ein bisschen langsamer hier, ein kurzes, enges linkes Eck, um dann sauber hier hinten raus zu beschleunigen. Und diese Ecke hier wirklich auch den Curb ausnutzen, mitnehmen, so dann kann man eine schnurgerade Linie hier runterlegen in Richtung Metzgesfeld. Am Ende hier ein bisschen anschmiegen und dann in einem weichen Bogen durchs Metzgesfeld durch.
Auch das ist wieder eine Kurve mit einem sehr späten Scheitel, weil anschließend sofort eine Rechtskurve kommt, sonst passt es nicht. Runter in Richtung Kallenhardt. Einfach kurz anbremsen. Auch hier wieder extrem spät. Hier gibt es einen Posten 108. Das ist eigentlich erst der Scheitel. Raustragen lassen in die sogenannte Piff-Paff-Kurve. Die hat keinen wirklichen Namen. Und jetzt kommt die berühmte Miss-Hit-Miss. Man setzt hier an, bleibt vom ersten Scheitel weg, ist am zweiten Scheitel dran. Und mittlerweile wird die hinten raus ein bisschen enger gefahren, sodass man hier in Richtung Wehrseifen besseren Einstieg hat. Auch die hier fahre ich relativ spitz. Dann lieber einen Ticken langsamer hier rein, aber dafür eng rum und dann mit Schwung hier wieder raus. Dann rechts anschmiegen, um auf die Breitscheidbrücke sauber zu kommen. Wenn man hier unten ist, den ersten Scheitel eigentlich gefühlt relativ früh, dann geht sich das in einem Bogen aus, dass man hier am Ende wieder dran ist. Für die Ecksmühle beim Schild dran sein und dann kann man hier den Schwung mitnehmen in Richtung Lauda, Kurve, Bergwerk. Wenn wir jetzt um den letzten Linksknick rum sind, das ist die Stelle, wo der Lauda damals seinen Feuerunfall hatte, nämlich hier. Und dann bremst man das Bergwerk an, da sieht man da vorne so ein schönes Dreieck im Zaun. Das ist der Absetzpunkt, späten Scheitel, aber dafür vollen Krawall auf dem Pinsel. Dann kann man hier das ganze Bergaufstück richtig schön mitnehmen. Und hier ist eigentlich wichtig, dass man sich möglichst links hält, weil je weiter man links fährt, umso weniger Strecke muss man fahren und das ist auf dem Bergaufstück relativ wichtig. Erst hier lässt man ihn quasi nach außen laufen, um für den nächsten Linksknick hier vernünftig gerüstet zu sein. Und dann geht es hier als das Kesselchen hoch, 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 hoch. Ganz am Ende hier muss man ein bisschen sich konzentrieren, dass man hier einen sauberen Strich hinkriegt. Eine gerade Linie da durchsetzen. Ans Ende der Radarsteine hier anbremsen, einlenken und auch hier gibt es wieder einen ewig langen großen Bogen durch die sogenannte Mutkurve und dann ist man hier sauber draußen. Ich würde dann jetzt hier mal kurz rechts rangehen, dass die hinter uns vorbei können. Jo. Anfahrt zum Karussell. Hier müsste jetzt irgendwo eine Baustelle gerade sein. Ne, die ist schon weg, sehr schön. Dann können wir hier schnurgerade hochfahren zum Karussell. Auch das ist wichtig. Man fährt hier gerade hoch auf den Zaun, auf die 143 zu. Und wenn man das tut, fällt man genau richtig ins Karussell rein. Schön auf der Betonplatte, nicht unten auf dem Asphalt entlangfahren. In einem weichen Bogen sich hier raustragen lassen. Das Auto dann zurücknehmen auf die rechte Seite. Hier sieht man eigentlich den Strich sogar ganz gut auf der Straße. Dann geht diese Bergaufpassage hier wirklich gut. Raustragen lassen bis ans Ende des Curbs hier oben. Einlenken, links dranbleiben. Umsetzen. Und dann sind wir auch schon in der hohen 8. Auch hier wieder einen sehr, sehr späten Scheitel setzen. Dafür kann man dann hinten raus in der Hedwigshöhe fast einen geraden Strich ziehen. Auf die 154 zu. Bei der hier 154 einlenken, auch hier wieder eine Gerade machen, ein Doppelscheitel mit 2 Scheiteln hier und den rechten Curb, den kann man so richtig mitnehmen, dann kann man hier so richtig die Strecke optimieren. Auch hier nochmal einen extrem späten Scheitel, dass man runter sauber kommt in Richtung Eschbach, maximal bis Mitte Fahrbahn raustragen lassen, Doppelscheitel ran, weg und wieder ran, dann ist man genau gerade in Richtung Brünnchen unterwegs. Ganz klassische 90 Grad rechts. Am Ende der Radarsteine absetzen in einem butterweichen Bogen, denn auch dieser Scheitel hier, Ausgang Brünnchen, ist ganz weit oben. Dann geht es hier in Richtung Eiskurve. Auch die ist extrem spät. Sollte man sich hier mal vertun, einfach Lenkung öffnen und da oben alles mitnehmen. Das geht gut über diesen Curb. Dann schnurgerade runter. Normalerweise, wenn man schnell ist, bremsen, springen, bremsen. Und dann auch wieder hier diesen Doppelrechts. Wichtig ist, dass man hier oben sauber ankommt, dass die Ausgangsposition für die schnelle Links und den darauf folgenden großen Sprunghügel passt. Ganz lange warten, über den Sprunghügel möglichst gerade drüber und dann da unten. Das gibt eine Gerade hier hinten durch. Es ist zwar ein fürchterliches Geschaukel im Auto, weil die Straße ständig die Neigung ändert. Aber man kann hier eigentlich relativ gut gerade durchfahren.
schnurgerade dahin auf den neuen Lautsprecher, einen späten Scheitel hier. Hier bleiben bis zum Ende der Radarsteine, einlenken. Und dann haben wir das sogenannte kleine Karussell. Das ist kein Karussell, sondern das fährt man wie eine normale Kurve mit einem Scheitel ganz unten und lässt ihn nicht allzu hoch wieder rausspringen, bitte. Und dann auch hoch hier zum Galgenkopf, Ende Abweiser, einmal einlenken, den Lenkradeinschlag beibehalten, dann kommt man genau bei der 186 raus. Wenn man dann noch ein bisschen wieder zumacht, kann man mit richtig viel Schwung rausfahren in die Döttinger Höhe. Und bei einer vollen Runde könnte man jetzt voll das Programm durchbeschleunigen. Wir haben jetzt allerdings unsere Runde beendet. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Und wir fahren wieder raus auf den Parkplatz. Ich bin schon lange nicht mehr mit einem Serienauto über die Nordschleife gefahren. Die arbeiten schon relativ viel im Vergleich zu den anderen. Schon brutal. Ja, Wahnsinn. Tjo. Ja, super. Gemütlich, aber ich hoffe schön. Wunderbar. So, jetzt haben wir eine schöne Runde für euch gefahren, hoffe ich. Mal schauen, was unser Kameramann sagt zu dem, was wir aufgenommen haben. Ich habe versucht, möglichst sauber zu fahren. Es war nicht übertrieben schnell, aber es war von der Linie her aus meiner Sicht eine schöne, saubere Runde. Danke.